Ich geb's zu. Meine Reise nach Marokko habe ich mir doch etwas anders vorgestellt. Aber genau das macht das Reisen ja erst aus. Dass man immer wieder überrascht wird, neue Leute kennenlernt und neue Sichtweisen auf das Leben erhält. Der Plan war es, von Marrakesch in das Atlasgebirge zu starten, dort auf eigene Faust für mehrere Tage zu wandern, als Highlight den höchsten Berg Nordafrikas zu erklimmen und die Woche in Marrakesch ausklingen zu lassen. Am Ende verlief der Urlaub aber mal wieder ganz anders als geplant. Kommt mit auf eine überraschende Reise, lernt Menschen, Natur und Kultur kennen und schaut, was Marokko abseits der Touristenströme zu bieten hat. Herzlich willkommen in Marokko! Gemeinsam mit Andy, einem Freund aus Ungarn, werde ich eine Woche in Marokko verbringen. Unser ursprünglicher Plan war es, 5 Tage lang auf eigene Faust im Atlasgebirge wandern zu gehen und den höchsten Berg Nordafrikas, den Djabel Topkal, zu besteigen. Wie sich allerdings kurz vor der Reise herausgestellt hatte, darf man dort seit 2018 nur noch mit einem Guide hoch, weshalb wir uns kurzfristig dazu entschieden hatten, die komplette Tour mit Ibrahim zu machen. Jetzt bin ich noch keine 12 Stunden in Marokko und es gibt schon einen Kandidaten für die dümmste Urlaubsidee. Und zwar haben Andy und ich bei der Urlaubsvorbereitung überlegt, wie wir Sachen, die wir beide brauchen, aufteilen, damit wir weniger Gewicht tragen müssen. Unter anderem Zahnpasta. Andy hat gesagt, er bringt Zahnpasta mit. Ratet mal, wer einen Tag früher in Marokko angekommen ist und sich heute nicht die Zähne putzen kann. Gut, ich bleib hier jetzt noch ein bisschen. Ich hole dann nachher Andy vom Flughafen ab. In Marrakesch haben wir uns dann noch mit Proviant für die nächsten Tage eingedeckt und dann ging es mit dem Taxi auch schon los nach Imlil. Das Berberdorf befindet sich ungefähr 65 Kilometer südlich von Marrakesch und ist der Ausgangspunkt für Wanderungen in den Topkal Nationalpark. Ich bin jetzt endlich im Bett. Wir haben noch ein bisschen gepackt, wir lassen ein paar Sachen hier. Und wir haben jetzt, glaube ich, 9 Uhr oder so, aber wir sind beide so todmüde, dass wir jetzt einfach nur noch schlafen gehen. Am nächsten Tag ging es dann gegen 9 Uhr endlich los. Wir planten von Imlil in Richtung Westen bis zum Berberdorf Tamaguis zu wandern, wo wir am frühen Nachmittag ankommen wollten. Damit stand eine Strecke von 11 Kilometern und 630 Höhenmetern auf dem Programm. Der Morgen begann direkt mit einem Stromausfall, die ganze Stadt war dunkel und es war relativ schwierig, unser Zeug morgens zu packen. Also, wir starten. Wir haben viel zu viel Gepäck. Sie hat viel Gepäck. Ich sag euch, mich legt's auf jeden Fall noch aufs Maul. Es geht gleich los. What's his name? Fatima. Hi Fatima. Fatima und ihr Besitzer Abdul begleiteten uns und machten unser Team damit komplett. Die Reise, die wir gebucht hatten, beinhaltete einen Koch und einen Packesel. Wir beschlossen aber zumindest, unsere Rucksäcke selbst zu tragen. Abdul machte jeden Tag wahnsinnig leckeres, traditionelles Essen für uns. Und für mich sogar extra vegetarisch. Come to visit Morocco. It's beautiful country. We have the mountain, we have the desert, we have also the city. And look at this view. Wir sind auf 2300 Metern angekommen, machen hier Mittagspause. Da hinten ist Imlil und wir gehen weiter in die Richtung nach Tajedirt, glaube ich, ist der Name. Wandern von dort wieder zurück in ein Dorf weiter vorne und übernachten dann dort. Ich glaube, wir haben nicht ganz die Hälfte. Immer noch ein gutes Stück zu gehen. Andy und Ibrahim sind schon ein bisschen vorgelaufen und ich habe mich ein bisschen zurückfallen lassen. Das ist richtiges Deutsch. Schon verrückt, wenn ich jetzt so denke, was ich die nächsten 5 Tage alles erleben werde. Muss man auf jeden Fall zu schätzen wissen, dass man die Möglichkeit hat, so zu reisen, das alles zu erleben, genug Essen dabei zu haben, genug Wasser. Hi!
Who can do it better? Ich war vielleicht ein bisschen zu stolz, dass die Schafe und Ziegen mir geantwortet haben. Das Rumgeblödel und all die anderen Tierstimmen erspare ich euch deshalb lieber. Es war auf jeden Fall nicht mehr lange bis zu unserer ersten Unterkunft. Heute Abend gibt's Linsensuppe. Und mal schauen, Teller stehen auch da, ist wahrscheinlich nicht alles. Nach dem Abendessen hat Andy mich dann noch beim Kartenspielen abgezogen. Oder ich habe ihn gewinnen lassen, da sind wir uns noch nicht einig. An Tag 3 der Wanderung ging es von Tamaguist wieder zurück in Richtung Westen. Die Wanderung hat ganz entspannt angefangen, dann ging es aber über einen steilen Bergpass. Da habe ich dann gemerkt, dass mir meine Erkältung doch ziemlich zu schaffen macht. Ich habe kaum Luft bekommen und jeder Atemzug hat geschmerzt. Der Tag war mit geplanten 17 Kilometern und fast 900 Höhenmetern auch der anstrengendste. Und ich hatte zum ersten Mal Zweifel daran, ob ich es bei dieser Tour überhaupt auf den Gipfel schaffen werde. Guten Morgen. Ich habe nicht gut geschlafen. Mal wieder. Kriege auch ein bisschen Husten. Aber ich gehe davon aus, dass es besser wird. Wir packen jetzt. Dann gibt's Frühstück. Und dann geht's weiter über Imlil in Richtung Westen. Ibrahim hat uns gerade erzählt, dass wir heute Mittag bei Abdul, unserem Koch, zu Hause Mittag essen. Und dass sie uns eine Überraschung haben im Mittagessen. Irgendwas, was sie wohl alle 3 Tage essen. Ziemlich traditionell sei in Marokko. Aber er weiß nicht, ob wir es überhaupt schon mal gesehen haben oder gegessen haben. Bin ich mal gespannt. Er hat es noch nicht verraten. Ich fühle mich nicht so richtig fit. Vorhin, als wir kurz bergauf gelaufen sind, hatte ich so ein Stechen an der rechten Seite in der Lunge. Aber es wird schon passen. Mal schauen. Ich nehme jetzt extra noch keine Medizin, dass ich sowas mitbekomme. Aber bis zum Gipfeltag wird es schon wieder werden. Ich bin guter Dinge. Schau. Ha, everything's alright. Ja, richtig gemault. Wäre das auch auf Kamera? Okay, ich glaube, ich mache die Kamera jetzt auf, sonst haut's mich nämlich direkt nochmal hin. Oh, ich schwitze wie ein Schwein, obwohl es gar nicht so steil bergauf geht. Aber die Ausblicke sind es auf jeden Fall wert. Ich muss mich nur konzentrieren, weil es mich hier hinschlägt. Das ist blöd, ganz schön übel heute. Aber genau so wollte ich's, genau so. Schaut euch das an. Ich muss zugeben, dass wir jetzt bis zu Abduls Haus mit dem Auto gefahren sind, weil ich nicht so fit bin. Wäre schon gegangen, aber ich will es heute nicht übertreiben, damit ich noch Energie für den Berg habe. Hier gibt es das Mittagessen und dann muss leider Fatima meinen Rucksack tragen. Wow. Enjoy, you know. Es gibt Essen, Couscous mit Gemüse und Salat. Hier sind wir hochgewandert von da unten. Ich ohne Rucksack. Und ich sag's wie es ist, wenn es bei mir nicht besser wird, kann ich mir das mit dem Berg abschminken. Weil ohne Rucksack hat's, und es war nicht arg steil, hat's meine Lunge fast verrissen. Ja, und das ohne dünne Luft, ohne kalte Luft, ohne Gepäck und weitaus weniger steil. Wenn das in 3 Tagen nicht besser wird, war's das. Im zweiten Teil meiner Reise nach Marokko erwartet euch das. Andy hat richtig schön Arschwasser. Scheiße. Richtig lecker, ich hab richtig Bock. Es wäre viel zu gefährlich, da jetzt rauszugehen. Zurück in Marrakesch, zurück in der Zivilisation.